Ich weiß nicht, ob ich schon zu sehen bin. Jetzt, Jetzt sehen wir Sie. wunderbar. Okay. Dann mache ich mal das So. Video hier auf. So, vielen Dank, Herr Hansen, für Ihre Bereitschaft, hier was zu präsentieren. Wir hören jetzt von Ihnen was über fahrerlose Transportsysteme. Ja, ein sehr spannendes Thema, gerade in der Logistik. Bin mal sehr interessiert daran, was Sie uns zu berichten haben. Also wir hören Sie gut. Legen Sie gerne los. Okay, vielen Dank, Herr Bader, und einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Nils Hansen. Ich bin Direktor für den Vertrieb von fahrerlosen Transportsystemen bei Mitsubishi Logisnext OY. And for our international guests, good morning, ladies and gentlemen. My name is Nils Hansen. I'm a sales director for automated guided vehicle systems at Mitsubishi Logisnext OY. Today I will give my presentation in German language, but I've kept my slides in English. My apologies for the listeners that do not speak German. However, if you would like to receive more information in English language, please do not hesitate to contact us. So, leider haben wir die Präsentation remote. Ich hoffe, dass die Technologie mitspielt. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht persönlich bei Ihnen da sein kann. Aber ich denke, Sie können sich vorstellen, warum das so ist. Ich will mal versuchen, meinen Bildschirm mit Ihnen zu teilen. So. In meinem Vortrag möchte ich über den Einsatz und die Integration von fahrerlosen Transportsystemen sprechen. Das FTS ist heute eine zuverlässige Alternative für die Intralogistik. 1963 wurde die erste FTS-Installation in Europa realisiert und heute bieten diese Systeme eine hohe Verfügbarkeit und eine attraktive Amortisierung. Ein FTS kann nahezu alle Materialprozesse integriert werden und hier ist die Zusammenarbeit aller beteiligten Gewerke erforderlich. Also Mitarbeiter, IT und die bestehende Infrastruktur. In den folgenden Folien möchte ich Ihnen eine kurze Vorstellung von unserem Unternehmen und unserer FTS-Abteilung geben, um Ihnen aufzuzeigen, wo wir herkommen und worauf ich die Inhalte meiner Präsentation aufbaue. Danach werde ich auf die erforderlichen Schritte und Überlegungen für den Einsatz von FTS eingehen. Die Prozesse und die damit verbundenen Materialflüsse sind hier ein wesentlicher Faktor für die Planung und die Dimensionierung eines FTS. Bei der Planung des Systems ist die Zusammenarbeit aller betroffenen Parteien von größter Wichtigkeit. Hier müssen viele verschiedene Schnittstellen unbedingt berücksichtigt werden. Und abschließend möchte ich Ihnen unseren Ansatz für die Entwicklung eines fahrerlosen Transportsystems bei unseren Kunden vorstellen. In diesem Jahr, also Anfang April, haben wir unseren Namen von Rockler auf Mitsubishi Logisnext OY geändert. Mitsubishi Logisnext OY oder auch MLE entwickelt, produziert und vertreibt manuelle Gabelstapler und fahrerlose Transportsysteme sowie nachhaltige Servicedienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte. Wir sind ein ursprünglich finnisches Unternehmen mit Sitz in Järvenpää, Finnland. Das ist etwa 40 Kilometer nördlich von Helsinki, der Hauptstadt von Finnland. Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und wir haben bereits in den frühen 50er Jahren angefangen, uns mit der Materialwirtschaft zu beschäftigen. 2008 bekam MLE ein Teil der Mitsubishi Heavy Industry Gruppe. Und um die gemeinsame Position am Markt zu stärken, bekam Unicarriers ein Teil der Mitsubishi-Familie in 2016. 2017 wurde aus dem Zusammenschluss die Mitsubishi Logisnext Gruppe. Wie schon gesagt, im April 2020 haben alle europäischen Unternehmen oder Logisnext-Unternehmen die Integration in Mitsubishi Logisnext Europe vollzogen. Die Mitsubishi Logisnext Gruppe hat weltweit etwa 11.000 Mitarbeiter mit einem Produktionsvolumen von 105.000 Einheiten. Davon arbeiten etwa 500 Kollegen in unserem Werk in Finnland mit einer Kapazität von 16.000 Einheiten.
Die FTS-Abteilung von MLE hat 1983 die erste FTS-Installation realisiert. Seitdem haben wir mehr als 7.500 Fahrzeuge in über 1.200 Systemen integriert. Die Fahrzeuge und Systeme von MLE werden unter dem Markennamen Rockler vertrieben. In 2007 haben wir das erste modulare FTS-Fahrzeug auf den Markt gebracht. Mit dem Ziel, das FTS für den Zukunftsmarkt zu standardisieren, sowie die Synergien aus unserer eigenen Produktion zu nutzen. Nach diesem Konzept wurden in den Folgejahren die neue Generation fahrerloser Transportfahrzeuge mit 4 Produktfamilien erweitert. Haben wir den AWT VNA, ein Schmalgangstapler mit Hub bis zu 13 Metern. Der ATX, im Prinzip ein kleines Palettenfahrzeug, oft eingesetzt auch in Produktionsbereichen, wo es ein bisschen enger ist. Das kann für Boden-zu-Boden-Transporte oder auch für geringen Hub eingesetzt werden. Dann der AWT Heavy, das ist ein Schwerlastfahrzeug für Transporte bis zu 10 Tonnen. Und der AAT, ein Schubmaststapler. Natürlich werden die Produktfamilien ständig weiterentwickelt, um auf dem neuesten Stand der Technologie zu bleiben. Das modulare Konzept erlaubt es, eine Vielzahl von Fahrzeugvariationen der unterschiedlichen Produktfamilien zu bauen. Damit können wir einen Großteil der Anforderungen am Markt abdecken. 2016 hat MLE ein neues Verkehrsleitsystem eingeführt, den Route Optimizer, welcher die Bildung von Verkehrsknoten gänzlich verhindert. Verkehrsknoten werden in der Branche auch als Deadlocks bezeichnet. Des Weiteren erlaubt diese Software eine dynamische Routenführung, um auf Änderungen in der Verkehrssituation umgehend zu reagieren und somit Transportzeiten zu verringern. In diesem Jahr haben wir unser neues FTS-Kontrollsystem, den Fleet Controller, in unsere Lösungen integriert. Der Fleet Controller bietet neben dem Route Optimizer viele zusätzliche Funktionen. Hier ist zum Beispiel ein Batteriemanagementsystem, welches die Nutzung der Batterien optimiert, sowie eine verbesserte grafische Bedienerschnittstelle, um die Bedienung des Systems generell zu vereinfachen, und eine industriell vielfach eingesetzte Schnittstelle, das REST-API. Durch die LogisNext-Gruppe haben wir ein globales Netzwerk von Dienstleistern, welche vor Ort die Betreuung unserer Kunden und die Wartung unserer Systeme abdecken. In vielen Automationsvorhaben ist die optimale Lösung keine volle Automatisierung aller Materialtransporte, besonders bei der Integration in bestehende Prozesse. Bestehende Arbeitsabläufe und die gegebenen Platzverhältnisse können die Möglichkeiten einer Automatisierung stark einschränken. Aus diesem Grund kann eine gut durchdachte Mischung aus manuellen und automatischen Abläufen die beste Lösung darstellen. Die Herausforderung einer Mischverkehrlösung erfordert die Zusammenarbeit aller beteiligten Mitarbeiter, Gewerke und Arbeitsabläufe, um alle Zahnräder eines Prozesses zu einem Uhrwerk zu machen. Das neue FTS-Kontrollsystem, der Fleet Controller von MLE, ist bereits darauf ausgelegt, zukünftig ganzheitliche Mischverkehrlösungen zu unterstützen. Hier ist aber noch einiges an Entwicklungsarbeit zu leisten, um die Überwachung und die Steuerung manueller Flotten kosteneffizient und zuverlässig zu integrieren. Nach dem heutigen Stand sollte man manuelle und automatische Prozesse klar voneinander trennen, um einen zuverlässigen Materialfluss zu gewährleisten. Bei Ihren Überlegungen bezüglich der Einführung automatischer Prozesse in Ihrem Unternehmen empfiehlt es sich, schrittweise vorzugehen. Wir haben hierfür 3 Stufen definiert. Die Standardisierung, eine Analyse Ihrer Materialflüsse, um festzustellen, welche Abläufe standardisiert werden können oder schon sind. Entschuldigung bitte. Hier besteht auch die Möglichkeit, die Prozesse zu kombinieren. Im Prinzip kann man sich nach einfachen Parametern hier orientieren. Das Transportgut sind die Ladungsträger einheitlich, um diese zu kombinieren im Transport. Sind die Quellen und Senken klar definiert und gibt es einen konstanten Materialfluss. Der nächste Schritt ist die Digitalisierung.
Welche Infrastruktur ist verfügbar oder was ist erforderlich, um bestimmte Abläufe zu digitalisieren? Hier muss man sich natürlich die Frage stellen, kann der Prozess sinnvoll digitalisiert werden? Es ist zu beachten, dass dynamische Prozesse in der Regel ein Hostsystem erfordern, also ein Produktionsleitsystem oder ein Lagerverwaltungssystem. Wobei statische Prozesse, also einfache A zu B-Transporte, können unter bestimmten Voraussetzungen mit einfachen binären Signalen gesteuert werden. Sobald Sie die Prozesse identifiziert haben, kommt die Automatisierung. In enger Zusammenarbeit aller Beteiligten erstellen Sie das für Sie optimale Konzept für eine effiziente Automatisierung. Hier können wir Sie gerne auf diesem Weg begleiten und beraten. Die verschiedenen Materialflüsse lassen sich in 3 Kategorien zusammenfassen, wobei diese Prozesse im Grad der Automatisierung bzw. der Standardisierung und der Digitalisierung variieren können. Der Grad dieser Parameter definiert das Potenzial für eine Automatisierung. A, geeignet für die Automatisierung. Dies stellt in der Regel den Großteil der Transporte dar, so etwa 80%. Also die Ladung ist systemseitig erfasst und das Ziel sowie die Quellen sind bekannt. Die Ladung ist für den Transport mit fahrerlosen Transportfahrzeug geeignet und der Prozess empfiehlt eine Automatisierung, also ein konstanter Materialfluss und kompensierbare Spitzen. Und natürlich, die Abläufe werden nicht im Wesentlichen durch andere Prozesse gestört, um eben einen konstanten Materialfluss durch das FTS zu gewährleisten. B, digitalisierte, aber manuell ausgeführte Prozesse. Das repräsentiert in der Regel etwa 15% der Transporte in einem Unternehmen. Die Ladung ist von Größe und Form nicht für einen FTS-Transport geeignet. Die Ware bedarf einer Sonderbehandlung, beispielsweise einer Qualitätskontrolle. Oder es gibt neue Artikel oder neue Lieferanten, welche noch im System eingepflegt werden müssen. Oder es sind eben besondere Prioritäten erforderlich. C wären Ausnahmefälle. Diese stellen einen eher geringen Teil der allgemeinen Materialflüsse dar, also ca. 5%. Es geht um besondere Prozesse, welche selten und schwierig zu digitalisieren sind. Also untypisches Material, also Sonderlieferungen, oder die Artikel sind beschädigt oder müssen umpalettiert werden, oder das Produkt selber kann beim Eingang nicht identifiziert werden. Entschuldigen Sie bitte. Ein FTS sollte langfristig geplant werden. Hier empfiehlt es sich zu prüfen, ob die Transportkapazität des Systems für die zukünftigen Materialflüsse ausreicht. Natürlich ist ein FTS skalierbar, aber der maximale Durchsatz ist natürlich auch begrenzt. Hier sind die Durchsätze der Maschinen und automatischen Leger ebenfalls zu berücksichtigen oder auch Engpässe innerhalb der Transportrouten. Diese Parameter können im Prinzip den Gesamtdurchsatz eines Systems sehr stark beeinflussen. Bei der Planung der Transportkapazität eines Systems werden in der Regel die durchschnittlichen Transportzahlen herangezogen, um eine optimale Nutzung der Transportkapazität aller Fahrzeuge zu erreichen. Materialflussspitzen können gepuffert und in transportarmen Zeiten abtransportiert werden. Selbstverständlich hat man nicht immer ausreichend Pufferplätze oder die transportarmen Zeiten sind sehr kurz. Diese Punkte müssen dann bei der Berechnung für die tatsächliche oder die tatsächlich erforderliche Transportkapazität des FTS berücksichtigt werden. Der Einsatz von manuellen Transporten, um solche Spitzen abzufangen, ist in den meisten Fällen nicht zu empfehlen. Der momentane Stand der Technik ist nicht ausreichend, um eine effiziente Zusammenarbeit hier zu gewährleisten. Auf Softwareseite sind wir mit unserem Fleet Controller für einen Mischverkehr vorbereitet, aber eine Realisierung erfordert einen hohen Anspruch an das Hostsystem für eine dynamische Transportverteilung zwischen den manuellen und den automatischen Fahrern
und eine interaktive Kommunikation mit dem manuellen Fahrzeug und seinem Fahrer, um eben die Routen des manuellen Fahrzeugs zu koordinieren und die Aktionen des Fahrers direkt im System einzupflegen. In folgenden Folien möchte ich auf die verschiedenen Mitspieler des FTS eingehen, mit Fokus auf die kundenseitigen Komponenten. In diesem Organigramm sehen Sie ein vereinfachtes Modell der wesentlichen Komponenten eines FTS. Die orange gehaltenen Boxen zeigen den normalen Lieferumfang eines FTS oder den Regellieferumfang eines FTS. Das Kontrollsystem ist das Herzstück der Anlage. Es koordiniert alle Operationen und stellt die wesentlichen Schnittstellen zum übergeordneten Kunden- oder auch Host-System. Die grafische Bedienerschnittstelle, das Rockler Dashboard. Hier kann der Bediener direkt Zugriff auf das System nehmen und es gibt Möglichkeiten zur genauen Analyse der Systemleistung und in Echtzeit kann man jedes Fahrzeug im Layout finden und auch den Status dieses Fahrzeugs erfassen. Die Fahrzeuge sind über WLAN mit dem Kontrollsystem verbunden. Anhand einer exakten Positionserkennung kann der Fleet Controller die Transportaufträge an die hierfür bestgeeigneten Fahrzeuge vergeben, um den Auftrag schnellstmöglich durchzuführen. Da das System die Route jedes einzelnen Fahrzeugs kennt, können die Systemalgorithmen die Verkehrssituation voraussehen und somit den effizienteste Route für das Fahrzeug berechnen. Diese Funktionalität ist im Prinzip eine Besonderheit des Fleet Controllers von MLE. Das Warehouse Management System kann auch von Drittlieferanten gestellt oder es kann ein bestehendes System genutzt werden. Ich habe es hier als Bestandteil des FTS dargestellt, weil dieses System den Anforderungen eines FTS gerecht werden muss. In den schwarzen Boxen sind die Anteile des Kunden, in den meisten Fällen also eine bestehende Infrastruktur aufgezeigt. Diese müssen bei einer Integration eines FTS hinsichtlich der Schnittstellen mit dem automatischen System geprüft werden und entsprechend der erforderlichen Anforderungen angepasst werden. Im Zuge der Planung müssen alle beteiligten Prozesse zusammenarbeiten, um die Schnittstellen zu gestalten und in die bestehenden Prozesse einzuarbeiten. Hier ist es wichtig, dass die Hauptprozesse dabei nicht gestört werden und das FTS ohne erheblichen Aufwand in das Tagesgeschäft integriert werden kann. Bei der Planung empfiehlt es sich, eng mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Ihre Leute kennen ihre Prozesse und können schon im Vorfall mögliche Probleme bei der Realisierung erkennen. Das Ziel ist es, einen harmonisierten Gesamtablauf aller Gewerke zu erreichen. Das Host-System ist dem FTS übergeordnet. Hierbei kann es sich um ein Produktionsleitsystem oder auch ein Lagerverwaltungssystem handeln. Oder auch beides. Bei reinen Produktionsabläufen wäre eine direkte Schnittstelle mit dem FTS-Kontrollsystem realisierbar. Bei einer Lagerhaltung ist das Lagerverwaltungssystem dem FTS übergeordnet. Unser FTS-Kontrollsystem, der Fleet Controller, verwendet für diese Schnittstelle das REST-API. Sollten die bestehenden Schnittstellen nicht kompatibel sein oder eine direkte Systemanpassung ist nicht möglich, dann besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Software einzusetzen, um die Kommunikation zwischen den Systemen zu übernehmen. MLE bietet hierfür das Metro Gateway an. Für die Lagerverwaltung ist eine zusätzliche Schnittstelle zur Datenbank erforderlich, um die Stammdaten der Ware abzurufen. Hier werden für die Ladung und Lagerung relevante Parameter durch das Lagerverwaltungssystem abgerufen. Für die Kommunikation des FTS-Kontrollsystems mit den Fahrzeugen wird ein WLAN-Netzwerk eingesetzt. Es kann ein bestehendes Netzwerk genutzt werden oder ein eigenes installiert werden. In der Regel übernimmt die Installation der Kunde. Die IT möchte da ganz gerne die Finger drauf haben. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung hier.
Aber natürlich kann auch der FTS-Lieferant die Lieferung des WLAN-Netzwerks übernehmen. Die Maschinen können auf verschiedenen Ebenen in das System integriert werden. Auf Produktionsebene kann damit der Nachschub und der Abtransport von der Maschine punktgenau realisiert werden. Diese Kommunikation wird in der Regel über das Host-System durchgeführt. Auf Systemebene kann unter anderem eine binäre Kommunikation zwischen den Gewerken eingesetzt werden. Diese Art der Kommunikation wird auch IO-Handshake genannt. Eine solche Schnittstelle muss für alle systemrelevanten Gewerke realisiert werden, also Schnelllauftore, Brandschutztore sowie Förderanlagen und Maschinen. Damit werden alle Abläufe auf Systemebene geprüft und bestätigt. Zum Beispiel, bevor das Fahrzeug durch ein Rolltor fährt, wird ein Signal gesetzt, um dieses zu öffnen. Und wenn das Fahrzeug den Torbereich verlassen hat, wird das Signal zurückgesetzt und das Tor kann wieder schließen. Eine solche Kommunikation kann auch zum Auslösen von einfachen A zu B-Transporten genutzt werden. Zum Beispiel, ein Mitarbeiter hat eine Palette bearbeitet und möchte diese zum nächsten Arbeitsschritt schicken. Wenn die Quelle und das Ziel klar definiert sind und nicht variieren, kann dieser Auftrag durch einen einfachen Knopfdruck ausgelöst werden. Die Schnittstelle zum Feueralarmsystem ist ebenfalls von größter Wichtigkeit. Im Falle eines Alarms müssen die Fahrzeuge gestoppt werden, wobei natürlich sichergestellt sein muss, dass kein Fahrzeug auf Fluchtwegen oder zwischen den Brandabschnitten stehen bleibt. Hier ist es erforderlich, die Brandschutztore mit einer entsprechenden Verzögerung zu programmieren, damit kein Fahrzeug zwischen den Toren hängen bleibt. Bei Transporten an Roboterzellen wird eine Muting-Funktion zwischen den Fahrzeugen und dem Sicherheitssystem der Roboterzelle eingesetzt. Auf diese Weise kann der Roboter weiterarbeiten, auch wenn sich das Fahrzeug innerhalb des Sicherheitsbereichs aufhält. Das ist eine Kommunikation, die quasi nur zwischen dem Fahrzeug und dem Sicherheitskreislauf dieser Roboterzelle stattfindet. Das heißt also, es ist nicht auf Systemebene. Und damit ist diese Funktion sicherheitstechnisch auch relevant. Für die Öffnung aller Schnittstellen zu den bestehenden Gewerken ist im Wesentlichen der Kunde verantwortlich. Hier empfiehlt es sich, die verschiedenen Lieferanten dieser Gewerke in die Planung mit einzubeziehen. Bei der Integration des FTS in einen Arbeitsablauf ist der Arbeiter das wichtigste Bindeglied. Bei der Planung dieser Abläufe kann der Kollege wichtige Informationen über den Prozess liefern und zusätzlich ermöglicht es dem Mitarbeiter, das System bereits in seiner Planung kennenzulernen, was eine spätere Inbetriebnahme deutlich vereinfacht. Das System muss zu allen Zeiten sicher für den Mitarbeiter sein. Bei der Anlieferung von Materialien ist der Kollege dem Fahrzeug oft mit dem Rücken zugewandt. Hier ist es wichtig, dass der Mitarbeiter auf eine Anlieferung aufmerksam gemacht wird, damit er nicht plötzlich in den Fahrweg des Fahrzeugs tritt, während er arbeitet. Dies kann über visuelle oder akustische Signale realisiert werden. Das FTS kann die hierfür erforderlichen Signale setzen. Bei komplexeren Abläufen müssen die Arbeitsschritte des FTS und des Mitarbeiters miteinander koordiniert werden, beispielsweise bei der Bereitstellung für die Lkw-Beladung. Hierfür gibt es verschiedene Lösungen, welche auch in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Parteien angepasst und realisiert werden müssen. In vielen Industrien ist die Harmonisierung der Fertigungsprozesse schon lange Realität. Die Maschinen und Schnittstellen weichen stellenweise nur geringfügig voneinander ab. Die Unterschiede beschränken sich im Wesentlichen auf die Grundrisse, im Prinzip das Layout, wo sich die Maschinen befinden und wo die Fahrzeuge fahren müssen. In der Transportlogistik sind die ISO-Standards nicht mehr wegzudenken. Lagerhaltung und Palettentransporte sind klar definiert. MLE hat diese Entwicklung genutzt, um bestehende Standards für die FTS-Anwendungen zu nutzen und einen weiteren Schritt in Richtung FTS-Standard zu gehen. Um unsere Kunden bei ihrer Planung zu unterstützen, haben wir verschiedene Lösungen für bestimmte Industriezweige sowie Lager- und Palettentransportlösungen entwickelt.
Wir nennen diese Lösung Solution Concepts. Diese Entwicklung setzt sich aus verschiedenen Inhalten zusammen. Lösungen und industriespezifische Inhalte, Besonderheiten aus den industriespezifischen Prozessen und Logistiklösungen werden hier aufgezeigt und der Kunde bekommt die Möglichkeit, seine eigenen Abläufe wiederzuerkennen und damit im Prinzip eine FTS-Lösung einfacher in seinen eigenen Prozess zu integrieren. Dann gibt es die generischen Abläufe bei allen FTS-Systemen. Im Laufe der Jahre haben wir diverse generische Abläufe bei unseren Systemen identifiziert, die bei einem Großteil der Systeme gleichbleibend sind. Und dann die Stufen zur Automatisierung. Das Thema hatte ich zu Beginn schon kurz in meiner Präsentation angeschnitten. Das Ziel ist es, dem Kunden auf dem Weg der Automatisierung bestmöglich zu unterstützen. Und dann gibt es hier natürlich verschiedenste Supportmaterialien. Für die initiale Planung können wir dem Kunden hier verschiedene Informationen zur Verfügung stellen, um seine nächsten Schritte und Überlegungen zu unterstützen. So, ich hoffe, dass ich Ihnen mit meiner Präsentation einen kurzen Eindruck für Ihren Weg zur Automatisierung mit fahrerlosen Transportsystemen geben konnte. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Beratung auf diesem Weg zur Verfügung. Bitte schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Herr Hansen. War sehr interessant. Mal eine Frage von meiner Seite. Sie haben angedeutet, also so eine Beratung ist bei Ihnen im Hause auch Teil des Verkaufsprozesses, sodass Sie also eine Analyse machen, lohnt es sich überhaupt, so ein FTS-System einzusetzen oder nicht? Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Bestandteil, um diese Herausforderung einer Automatisierung bestehender Prozesse auch wirklich richtig angehen zu können. Also es gibt da, wie ich bei der Präsentation gezeigt habe, viele Punkte, die berücksichtigt werden müssen und die auch ganz schnell vergessen werden können. Okay. Und geben Sie uns mal so einen Anhaltspunkt für Kosten, Return of Investment, was ja grundsätzlich Management bei uns wissen will. Ja. Wann lohnt sich so ein Flurförderfahrzeug und wie schnell amortisiert sich sowas? Das kommt im Prinzip darauf an, wie Sie die Amortisierung selber berechnen. Also wenn Sie jetzt ganz normal von Transport, also von Mitarbeiterkosten und Equipmentkosten ausgehen möchten, dann amortisiert sich so ein System in einem Dreischichtbetrieb in unter 2 Jahren. Aber wenn Sie jetzt andere Parameter hinzuziehen, wie beispielsweise Beschädigungen an Transportgut, Beschädigungen an der Infrastruktur, was ja bei manuellen Prozessen durchaus öfter mal vorkommt, und da amortisiert sich so ein System natürlich deutlich schneller. Okay, gut, vielen Dank. Noch weitere Fragen aus Plenum? Nein? Ja, dann danke ich Ihnen nochmal vielmals für den Vortrag. War interessant. Dankeschön. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke, gleichfalls.